Ja, was hier auf jeden Fall benötigt wird, ist Zange und Schraubenzieher. Denn solche Geräte, die hier hinter mir stehen, wie diese Waschmaschine, werden hier repariert. Ich bin bei Relektro in der Werkstatt und das ist ja ein Gebrauchtwarenkaufhaus. Das heißt, hier landen gebrauchte Geräte, die hinterher verkauft werden. Und ich repariere die nicht, aber Sie unter anderem. Hallo, Herr Arslan. Hallo. Sie sind Elektromeister und auch zuständig für die Mitarbeitenden hier. Was für Geräte landen hier? Was kann man hier hinterher kaufen? Hier landen Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Haushaltsgeräte und so weiter. Alle elektrische Geräte landen eigentlich dann hier. Und damit machen Sie auch was? Ne? Hier ist so ein Prüfgerät dran. Also die werden wirklich wieder auf Vordermann gebracht? Ja, hier werden die auf Herz und Nieren getestet, geprüft und dann eventuell repariert. Da werden die Werte überwacht, damit wir auch sicher sind, dass es in Ordnung ist. Und jetzt haben Sie ja eine Besonderheit, ne? Sie überprüfen das alles und es ist natürlich irgendwie besser, als wenn ich jetzt einfach nur bei einem Internetanbieter mir ein Gebrauchtgerät kaufe, Ja, oder? das ist richtig. Wir geben auch ein Jahr Gewährleistung, deshalb muss das Gerät auch einwandfrei sein. Okay, das ist gut zu wissen. Vielen Dank, Herr Arslan. Das Ganze wird dann ja wiederverkauft. Natürlich wird auch der Schrott dahin gebracht, wo er hingehört und eben die Teile verwendet, die noch zu verwenden sind. Und was schon fertig ist, ist zum Beispiel dieses Telefon. Das wurde auch gesäubert, geprüft und ist funktionsfähig, würde normalerweise jetzt noch so 100 € gebraucht kosten. Und hier darf ich 39 draufkleben, denn hier zählt auch der Nachhaltigkeitsgedanke. Hier ist das Ganze nicht so teuer. Und jetzt mal rüber in den Verkauf. Hallo, Frau Jäckle. Hallo. Ich habe hier ein Telefon frisch aus der Werkstatt Vielen für Sie. herzlichen Dank. Prima, das können wir gleich hier mit einfügen. Dankeschön. Wir sind jetzt hier im Verkaufsraum von Relektro. Ne? Also hier gibt es allerhand Elektrogeräte, Spülmaschinen, Kaffeemaschinen, Toaster, Lichterketten, also allerhand an Dingen. Was ist denn der Grundgedanke hier überhaupt von diesem Gebrauchtwarenkaufhaus in Marburg? Also das Wichtigste ist, dass wir eine Beschäftigungsgesellschaft sind. Das heißt, das Kaufhaus gibt es deshalb, weil es Menschen gibt, die zurzeit noch keinen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt bekommen. Unsere Aufgabe ist es, diesen Menschen eine Beschäftigung anzubieten für eine gewisse Zeit, sie zu unterstützen, sie zu qualifizieren und dann zu versuchen, sie wieder auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Und in dem Zusammenhang ist dieses Kaufhaus gegründet worden, vor über 30 Jahren mittlerweile. Und damals, wie heute, ist die Idee, dass Dinge nicht weggeschmissen werden, die noch repariert oder genutzt werden können, sondern dass wir sie der Wiederverwertung zuführen und damit auch Abfall vermeiden. Also zwei sehr gute und wichtige Grundaspekte sozusagen, die Sie haben. Wer sind denn die Menschen, die hier kommen und Geräte bringen und Geräte kaufen? Also Geräte bringen sind einfach Bürgerinnen und Bürger der Stadt Marburg und des Landkreises, die dazu beitragen wollen, dass Dinge nicht weggeschmissen werden. Das sind oft Leute, die sagen, die Geräte sind eigentlich noch brauchbar, aber ich möchte zum Beispiel einen anderes, größeren Fernseher zum Beispiel. Die bringen uns das als Spende. Und die Menschen, die die Sachen kaufen, das sind oft Menschen, die eben nicht so viel Geld haben, dass sie sich immer Neuware kaufen können. Aber zunehmend merken wir auch, dass das Menschen sind, die auch den Nachhaltigkeitsaspekt im Sinn haben, die sagen, es muss nicht immer alles neu sein, sondern Dinge kann man auch wiederverwerten und wiederverwenden. Vielen Dank, Frau Jäckle. Wir halten fest, gut, günstig und nachhaltig. Sie können vorbeikommen von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und finden bestimmt einiges, was Sie gebrauchen können.